Storm Travel Tour Europa. Dieses Jahr die Tour de France. Jetzt fahren an Verdun vorbei. Nicht nach rechts gucken, das sind die Champagner-Hügelketten von Reims und Epernay, wo die berühmtesten Champagner der Welt gekeltert werden, also auch hergestellt werden. Jetzt fahren wir nach Epernay zur Champagne. Also hier werden hergestellt. Kanada sollte man gar nicht glauben, ne? Dom Perignon. Ist so schön und raucht noch eine Zigarette. Zwei hübsche Damen. Und hier Herr Boy und Frau Stegmeier, Sie wollen auch den Champagner versuchen, ne? Ja. Und hier die Edda und der Christian, aber im Schatten. Und die Bärbel ist hier und dem Fritz schmeckt es auch schon. Und gleich gibt es ein Glas Champagne, nicht? Bohes, ihr baut schon vor. Ja, Elisabeth und Marianne stärken sich auch schon. Und Klein Erna hat gar keinen Hunger, ne? Ja, wir haben alle. Doch Hildegard hat Hunger. Ja, wir haben immer Hunger. Und hier Napoleon von 1807 ist diese Flasche. And they keep on turning the bottles every day for 5 to 8 weeks long. So they turn 1/8 or 1/6 or 1/4 to the right or to the left alternatively. Hier die Champagne-Pyramide, wo wir gleich ein Glas versuchen werden. Hier kommt es jetzt zur Probe. Champagne. Storm Travel Tour Europa. Dieses Jahr die Tour de France. Jetzt sind wir bereits in Paris, an der Ile de France, Ile de City. Hier ist unser Tourguide, der zeigt uns jetzt Notre Dame. So every day we have the flower market except on Sunday, because on Sunday we have a very special market for birds. Original fontaines. Wallace, we call that Wallace fontaines. Monsieur Wallace was a very rich British, and this is the fountain the lady was just talking about. Here the Hard Rock Cafe sign, of entrance to the metro. The residence of the kings, the first residence, because afterwards the kings moved to the Louvre, which was formerly at the village of Paris. And one of the kings who lived here was called Louis IX. We just say metro. This is the original sign on the metro, 1900th century. Here's the inside of it. Jetzt sind wir den Platz vor der Notre Dame, 1164 angefangen wurde zu bauen, hat ungefähr 200 Jahre gebraucht, bis sie soweit fertig war, jetzt unter Construction. Dies ist die Stadio von Charlemagne, Karl dem Großen, der erste Europäer. Statues of the kings of Judea and Israel, the ancestors of Christ. So we keep on moving a bit. Dies ist die Statue der Virgin Mary, nach der die Kirche benannt ist, Notre Dame. Große Portale. Im Moment unserer Konstruktion. And here's the center of Paris and the center of France. Voilà. You have to step on it for good luck. Center of France. All right. Centreville de France. Here we are.
Here, Christian, in the center of France. I come back the next time with a beautiful blonde. Good. Hier die Statuen der Heiligen und französischen Könige des Mittelalters. Hauptportal, Eingang zu Notre Dame. Hier das dritte Portal der Notre Dame mit den schönen Statuen. Notre Dame, den Offering Altar. his crown to the Virgin Mary. And because this king was married during a very long time, but Der Flucht nach Ägypten, Herodes. This is a relief of the Last Supper. Schöne Glass Windows. Die wunderschönen Glass Windows. Große, kleine. Die kleine, die große ist vorne, ja. Malerei. Einfach wunderbar. Notre Dame des Hauptschiffes deutlich darstellt. Souvenirs, Souvenirs. Leute, kauft sie ein. Und noch mehr Souvenirs. Und hier ein Seitenanblick von Notre Dame. Hier. Der Springbrunnen hinter der Notre Dame. Das ist die Rückansicht der Notre Dame. that's a left bank now, the Latin Quarter, which is the students' section of Paris. Here in France, we have 13 different universities, and we have just in front of us, with a green cupola, the Sorbonne, which is the oldest university of Paris, created in the 13th century. And left side, we'll get a view to the observatory, and that line here was the meridian of Paris. But it has been for the Seefahrer, for the Seafarers. Sailors. Wir sind hier jetzt auf der Brücke und besuchen jetzt gleich den Royal Palace. Noch Zeit für einige Bilder. Und hier fließt die Seine. Jetzt eine Stunde hier durch den Royal Palace. What you're doing after Versailles? Probably you get a bit of time for you, I don't know. I'm Now going with here you tomorrow at the to Louvre. Versailles, but afterwards, in the afternoon... We might visit tomorrow. We can do anything. How long is Short it? while at least. The Louvre is open on Wednesday up to, it's longer than usual. That's the entrance. But This very pyramid often you is have to the line. entrance to the Louvre, But you have designed by an other American. entrances which are not so well known. Doesn't really fit Plus there is to a the small whole arch of triumph. architecture. On the right and on the left. Going to the museum. And so here on those alleys, you have also the light coming in. The glass pyramids well, were there were built quite a few to controversies. get with the light in the museum. underground of the I Louvre. mean, some of them said some of it in La Défense, in the new business center of This Paris. again is So 8 small kilometers Arc de altogether. Triomphe. All right. So I propose to have a look because it's And this is the Pavillon Solis. Louvre has also a very long history. It was built in 1200, but in 1200 it was a fortress, and the fortress was located here in this small corner, and it was built thanks to one king, Philippe Auguste, who went to a crusade. This is the oldest part of the Louvre. But
Ministry of Finance, and it's also now a museum. Hier ein anderer Teil der gegenüberliegenden Seite, ein Unhold des Louvre. Hier ein Seiteneingang zu dem berühmten Louvre. Da kommen mal. Nach dem Palais Royal. Ich habe gar keine Blumen gefilmt dieses Jahr. Hier moderne Ringbrunnen. Und hier der schöne Adonis. In dem wunderschönen Garten des Tuilerien. Noch blühen die schönen Blumen. Hier ist der Royal Garden, Royal Palace Garden, im schönen Springbrunnen. Here, special Parisian toilet, right in front of the stock market, the Bourse de Commerce. Bourse de Commerce, Paris stock market, a beautiful old building. Wer wusste denn mal, wer hat noch nicht, wer möchte gerne, aber hat kein Geld. Ein Karussell. Of the old opera, you see a well-known cafe, Café de la Paix. A race of the way. Dies ist die Klamottenstraße, Rue de Clamott. Jetzt sind wir auf dem Sacré-Cœur und steigen alle aus und besuchen Montmartre. Und hier jetzt in Montmartre, Montmartre Village. Schön alten Sacré-Cœur, mal im Hintergrund das Original. Beispiele dieser impressionistischen Malerei hier auf Montmartre. Hübsch das Bild, nicht? Sehr schönes Bild. Sehr schön. Ja. Das sollte man sich noch mitnehmen. Nein. Endlich haben wir sie erreicht. Die Sacré-Cœur Yes, auf dem Montmartre. it's a very well country. Hier die berühmte Statue der Sacré-Cœur. Wir sind jetzt im Inneren der Sacré-Cœur. Man muss ganz ruhig sein. Man darf nämlich nicht laut sprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie uns verstehen. Sehr schön. Wir warten jetzt auf unseren Tourguide hier auf Montmartre. Vielleicht kommt er ja noch heute. Noch ein Blick über die Dächer von Paris, von Montmartre aus. Und hier noch einmal Sacré-Cœur in seiner ganzen Größe, wie man es auf Postkarten gerne sieht. Laub. Das berühmte Élysée am Fuße vom Montmartre. Cabaret schon. Hier im Hintergrund sehen wir den Invalidendom. Hier vorne der Place de la Concorde. Der Eingang zum Élysée-Palast. Here, look of the French Revolution, such as Danton and Robespierre. They were beheaded on that square. So that's the reason why after the revolution we tried to find a better name. Der Place de la Concorde mit dem Obelisk aus Ägypten. Der berühmte Arc
Champs-Élysées. In der Mitte des Arktis ist Concorde, Place de la Concorde, zweitgrößten Glas von Europa. Noch einmal der schöne Spring vom Place de la Concorde. Wir sind im Hintergrund Tour de Eiffel. Eiffel Tower, 300 meters tall. Jeder will natürlich jetzt den Eiffelturm sehen. Alle kommen sie, um den Eiffelturm zu sehen. Hier die Spitze des Eiffelturms. Trommelmusik im Hintergrund. Auf dem Eiffelturm. Man kann eben nicht genug davon filmen. Und hier unser Architekt Ewald bestaunt das Weltwunder. Ja, Frau Klingemann und Frau Schmidt mögen auch gerne den Eiffelturm. Ne? Jetzt warten wir mal wieder auf unseren Bus, der wahrscheinlich gleich kommen wird. Ja, jetzt wird's rot. Wenn er rot wird, dann filmt er ja. Jetzt darfst du nicht gegen die Trommel filmen. Hier unsere Bewacher und Beschützer, die Polizei von Paris, Grabstelle von Napoleon. Und im Garten des Invalidendoms blühen noch schöne Blumensträucher. Hier das unanständige Zeichen PU 119. Hofmannreisen von Pinneberg. Rouge, etwas schwer zu sehen. Da sieht man das Mühlrad drehen. Moulin Rouge, berühmte rote Mühle. Wir sind jetzt im Place de la Concorde. So, nach rechts hin haben wir die Champs-Élysées und man kann sicherlich wunderschön hinten den in der Mitte. Das ist schon der neue Triumphbogen Grand Arche in La Défense. Und das sind hier nochmal der Arc de Triomphe in der Champs-Élysées. So, jetzt sind wir schon etwas näher an dem Arc de Triomphe. Ich hoffe, dass das Bild was wird in der Dunkelheit, wo es so schön beleuchtet ist. das Abbiegen daraus. Jetzt sind wir ganz nahe vor dem Arc de Triomphe. Wir fahren einmal rundherum. Jetzt der Eiffelturm bei Nacht. Wunderschön beleuchtet. Afrikanischen Trommeln auch noch da. Da ist er in seiner ganzen stolzen Größe. Techniques, so this building with the wide vault, so we can have a look. Und hier der neue Triumphbogen von Paris, der Grand Arche, ein neuen Teil von Paris für die France. Dies nochmal ein Blick der Grand Arche, right? In La Défense, im neuen Stadtteil von Paris. Es regnet, wie man sieht. Das ist 200 Meter lang. Dies ist die Statue, nach der dieser Stadtteil benannt wird, La Défense. Von 1870 war als Defense gegen die Preußen gebaut worden. Hier nochmal ein Blick über die gesamte neue Stadt von Paris, La Défense. 3
Fritz mit der Fahne führt uns voran. Kennt sich da ja aus. Die Statue von Louis XIV. Und hier ist er ganz nahe, Louis XIV. L'état c'est moi, der Staat bin ich. I'm the state, he says. Das haben wir ihm jetzt zu verdanken, dass wir hier sind. Hier ist unsere Reiseleiterin, Nicole. Gefilmt. Jeder filmt jeden. Ein schöner Balkon hier im Schloss von Versailles. Dem größten Teil dieser Schlossgebäude zu sehen. Den Sonnenkönig. 14. In der Mitte dieser Anlage zu besichtigen. Noch immer warten wir hier auf das Schöne und den Spiegelsaal. Ne? Dies ist die Kapelle von Louis XIV in Versailles. Ein Blick aus dem Fenster von dem Schloss in den berühmten Garten von Versailles. Mann mit einem Wolfskopf vor dem Feuerplatz. To the revolution they were mostly auctioned off. Actually, that's also the main reason why he left Paris, why he had Versailles built. Because when his father died, he was a young boy, so he couldn't really reign. And he stayed in Paris in the Palais. Such a refinement here. You see, everything was done to reduce the power of the aristocrats. Without any money, they couldn't find his clothes. So the aristocrats had also to follow the fashion. Von Louis XIV. Zu kontrollieren. Deshalb gab er große Feste und hatte sie alle hier unter Bewachung. The machine of money, but no running water in the chateau. So which means no toilets. Vom Fenster des Schlosses ein Blick in den anderen Garten von Versailles auf der linken Seite. Versailles gelebt hat. Er wurde dann später enthauptet. Das sind die Kerzenhalter, die man damals benutzte zur Beleuchtung. Die Stühle mit der Tapestry im Hintergrund. West, so overlooking the sunset, and during the evening, during the afternoon, when you had the parties, so you had the reflection of the sun here, which was a way to longer the original ones. They have been replaced, but the original mirrors were the first one to be made in France. Before it came from Italy. But you can imagine that Louis XIV didn't want to make. Otherwise, you see that sometimes you have Spiegelsaal von Versailles, den schönsten Saal im Schloss. Otherwise, you see here. Da wandelt man eben durch den Spiegelsaal, nicht, Margaret? Hier im Spiegelsaal kann man sich natürlich auch selbst filmen. Ob das was wird, ist eine zweite Frage. Das ist wohl doch halt von Versailles. So sieht man erstmal seine gesamte Größe. Nochmal ein Blick in die schönen Gärten von Versailles und jetzt diesmal die Westseite. Sie sehen vom Spiegelsaal aus. Noch einmal die andere Seite mit dem Rest vom Schloss von Versailles. Marie Antoinette.
berühmte französische Vase, Louis XIV. Jagen, gingen. Crowning his wife, Josephine. Do you remember I mentioned to you Hortense, the daughter, she's on the left with the child. With a child, do you see that? And it's a child. Dies ist das Zimmer von Napoleon. Napoleon III. If you go to the Louvre, you are going to see the Hier setzt sich Napoleon selbst die Krone auf, als der Papst verweigert hat. Der Ewald erklärt gerade die Architektur von Versailles und der schönen Gärten. Ja, so eine schöne Vase möchtet ihr wohl auch gerne im Garten haben, ne? Ja, die auch noch. Bisschen schwer zum Schleppen. Hier die Côte des Arms mit der Königskrone, der Fleur, wie heißt das Ding? Fleur de Lille. Und die Gesamtansicht von Versailles durch das eiserne Tor natürlich. Alexandre III, von dem russischen Zaren gestiftet für die Stadt von Paris. Pont de Alexandre III. Hier das Wappen der russischen Zaren. Pont de Alexandre III. Hier die Pont-Schiffe. Hier ist die Pont Royal zu dem Louvre. Hier der Louvre, Teil von der Seine. Und gibt die heilige Kapelle. Dieses Viertel hat lange Zeit die traditionellen Universitäten der Stadt beherbergt, bevor sie Notre-Dame de Paris, Christ Nazareth und der Filo de las Capellanes, para el obispo. Die Statue der Holy Genevieve, Special Paint of Paris. Hier das vergoldete Pferd mit den Flügeln. Pont à l'École. Von unten nach oben. Noch ganz schön hoch, über 300 Meter. Ein Stadion, die Frankreich den USA geschenkt hat. Das Modell in klein. Freiheitsstadion im Hafen von New York. Das ist gleich gegenüber ein ganz modernes Bürohaus. Da stehen ein paar Sightseer, die wollen auch alles sehen. Ne? Wer sitzt denn da so beschützt und wagt sich nicht an die frische Luft? Diese müden Krieger, die Hildegard und Elisabeth, ich will es auch nicht. Your candid camera. Christian zeigt den Weg zurück zum Bus. Die beiden gerade laufen, das Straßenschild Place du Canada. Kann er hier nicht, kann er da. Da ist jetzt die berühmte Kathedrale von Chartres, die wir gleich Ihnen besuchen werden. Ein wunderschönes eisernes Tor hier vor der Kirche. Durch die Eber wird erwacht. Und dieses Wachwerden durch die Eber, dieses Lichtchen, das in der Augen aufgeht. Und hier noch eines dieser wunderschönen Glasmalerei. Rosette in dieser Kirche. Wunderschöne Farben. Kirche. Dies ist die Statue der Heiligen Maria und dem Gotteskind. Und zum letzten Mal das Hauptportal
das Shopping nicht fehlen. Hier ein schöner Laden. Und hier mal was ganz Neues. Picknick mit Wiener Würstchen. Gibt's auch nicht jeden Tag. Hier steht die hungrige Meute und wartet auf die heißen Würstchen. Nicht, Christian? Es gibt sogar Getränke. Die Wiener schmecken aber wieder, ne? Klein Erna? Die Wiener schmecken. Schweininger macht die auch gerne. And coffee, eh? Hi Sheila, you like the wieners? You like the wieners and the coffee? Three of them. Mit Kaffee, da ist der Dieter. Ach nein. Da ist der Dieter. Ach nein, Dieter. Unser Chef. Hier Hotel de Ville. Mit dem schönen Springbrunnen hier vorne im Kreisverkehr. Gleich geht's weiter nach Amboise. To this beautiful pedestrian walkway. And here the walkway, the pedestrian with music, as you can see here in the background. Durch diese kahle, hohle Gasse muss er kommen. Ups, wollen wir ja gar nicht. Und wer sieht sich da das schöne Porzellan an, die Marianne und Erna? Ist doch schön, ne? Wir sind in Amboise und hier schon ein Teil des Schlosses, das wir morgen genau besichtigen werden. Wir sind jetzt in Amboise. Three kings. I succeed one to the other. The name of the first king was Charles VIII, and he was born in Gothic, that was nearly finished in this period. It was the Renaissance that was unknown in France at that period. Coming back, he decided to bring with him to welcome here many artists, sculptors and architects, because he had intention to build another wing, but following the... It was built between the chapel and those wings. There were other wings that were pulled limestone as a local stone that is very easy to be found in this area. So it's a local refurbished, colors of red, blue, green, so we don't have them today. You have to imagine that the chateau was more colored and wing, Gothic style wing. The fireplaces have been restored because so during the Revolution the people were not against the story of the ancient Greek and ancient workshop called Aubusson. We can read it. Yeah, Aubusson tapestries. Mainly 2 meters long, like modern of Henry anyway II. in France. But sometimes it's a canopy that is very high. The others. And on the walls you can see many portraits. They are the portraits of the French royal family, Orléans, the last royal family. Des Schlosses Amboise mit dem Blick auf die Stadt Amboise und den Fluss Amboise mit seiner Brücke. Wunderschöner Morgen, ganz tolle Aussicht. Alle bewundern diese wunderschöne Aussicht hier. Und hier fließt der Amboise vorbei am Schloss. This is the chapel Leonardo da Vinci is supposed to be buried. This was a private chapel. Beautiful ladies taking a rest. Eine schöne Hecke mit Vogelbeeren im Herbst. Einmalig schön.
Hier eine kleine Stehpause vor dem schönen Schloss. Hier die schönen Schwerter mit der Ritterrüstung. Around. The departure would be from the coach parking at 2 o'clock. If you want to go in a self-service, just right there. You can see the building stress that was pulled down later. The fortress used to be here. Today we have only the foundation of the main fortress. And they used to have a water mill on the river. Und hier ein wunderschöner Garten im Schloss Chanoncé am Seitenfluss der Loire. Das ist nicht die Loire. Hier. This is absolute gorgeous chest of straw with inlay of pearl. The other portraits have been always played. And here the three mistresses of Louis XV. Austria. He gave to the chateau in return of the marble busts. This is But portrait he of didn't Louis used to live here. XIV. And among the other portraits, Ein wunderschöner Sonnenblumenstrauß. Dies ist die Gegend der Sonnenblumen. This is the stove, the kitchen of the castle as it was in the Middle Ages. Modern glass window hunting des Chateaus Chenonceau mit dem wunderschönen Garten. Noch blühen einige Rosen. Hallo. Da sitzen die drei Grazien und bewundern das schöne Chateau. Chenonceau. Ist das nicht ein Chateau? Ein letzter Also Blick mitnehmen brauche ich auf, das nicht, weil das fürchterlicher Kitsch ist. Ja. letzter Blick auf das Chateau Chenonceau, das Schloss. Jetzt haben wir noch anderthalb Stunden, nicht? Jetzt können wir noch schön was trinken. Ein wunderschöner alter Baum hier. Hier gibt es aber nicht mehr diese vielen Blumen, es sind mehr Büsche, Ornamentbüsche. Der Burggraben muss ja auch einmal gereinigt werden. Die Burg ist ja sehr seicht. Das Chateau, das über den Fluss gebaut wurde, Chenonceau. Weiter gegen's Licht, das wird schon was werden. Jetzt besichtigen wir das Château de Cheverny, ein neueres Chateau aus dem 17. Jahrhundert, das seit dieser Zeit der gleichen Familie gehört und die Besitzer noch oben wohnen. This is the bust of Caesar. classic. Zimmer. Château Cheverny, Feuerplatz. Like the others, but here they've used silk as well. It's shining. It has golden threads as well. Just a toy. Rüstung mit den alten Gewehren und Lanzen. Yeah. Beeren, alten Muskets. And this bag, This is 16th century embroidery made in Persia. For the king who only slept here for one night. Many people don't believe it. Here's the story of Dromedar, the children that had frightened. Hier kann man sich mal wieder selbst filmen, ja. Ist das nicht schön hier drin? Nicht? Frau Grapermeier im Hintergrund. Da ist so eine alte Tante im Bild. Ein schöner Blumenstrauß mit Lampe.
einen herrlichen Tisch of Independence. And here are the hunting dogs on this hunting lodge. Zeigt und die jagt Pferde mit Hunden. Sehr schön. Die Trophäen hier. Tausende von Trophäen hängen hier an der Wand und sogar an der Decke. Neben den Hirschen. Jetzt gibt's gleich Happy Happy. Oder Schnappi Schnappi. Schmeiß doch eine Katze da rein. Eine Katze. Hier wunderschöne Kristallmineral. Hier werden auch Fasanen gejagt. Im Hintergrund sieht man einen Fuchs. And just always on the left, you can see the roofs of the chateau, Blois Chateau. Driving now over this old stone bridge. Here's the roof of the castle in Blois. I understood from you when you went on the other side of Rome that it was still... Heute ist wieder ein schöner Morgen. Der Dieter sitzt schon bereit, auf die Schlosstour zu gehen an den Loire. Wir sind jetzt in Tours und zufällig auf dem Bahnhof steht ein TGV, der französische Superschnellzug, hier in Tours. TGV, Transport Charles Occident. Alle wollen ihn sehen. Doch mal was anderes. TGV, Paris. Bahnhof, der Strecke von Paris nach Orléans. Es ist 10 Uhr morgens und wir gehen jetzt auf unsere Villandry. Wir versammeln uns jetzt, wir alle schön zusammen Erklärungen bekommen. On them, and you can see them better closer down there. But there are 3 different gardens in 3 different terrace levels. The lowest one is the one down there that you can see better later coming down, and this is why Villandry is unique, because of those gardens. They're called kitchen gardens, and in fact there are vegetables. But those vegetables are not grown in order to eat them, but because of the beauty. For a second here on the second level, and they go to the left as well, where you can see the 3 fountains. They are different as well. They're called ornamental gardens, and they're made with boxes, yews and flowers. The Furters used to grow the vegetables in that way with the geometrical design. But they have re-employed this fashion, this way here at Villandry just for decoration. With the heart and the pink flowers in the middle. That's the garden of crazy love. This is the garden of tragic love with the sword and the red roses scenting the blood. This is the garden of the fickle love with the yellow butterfly-shaped patches. And this is the crazy love with all the different colors of flowers. Eine wunderschöne Arrangement von Früchten des Gartens. Das ist natürlich... You can't reach too bad. Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, weil wir hier klein sind. Und hier wird weiter gepflückt. Da sieht man wieder, was die Großen für Vorteile haben. Nicht, Hannelore? Guck dir das mal an. Nicht, und Fräulein Schneider schafft das. Jetzt sieht man das Gemüse, das ist tatsächlich wahr. In dem schönen Ornament bauen die Gemüse an, das aber nicht gegessen wird, das ist nur zur Schau.
Hier sind sie ganz rosennahe, diese süßen Weintrauben, die man umsonst versuchen kann natürlich. Rotkohl. So schön möchte ich ihn im Garten haben. Ja, ist mit. Wilde Chrysanthemen. Eine Farbenpracht. Ein Springbrunnen und diese ornamentgeschnittenen Büsche. Einmalig schön. 7 Gärtner sind hier beschäftigt. Und hier der Garten für die medizinischen Büsche und Kräuter. Und hier noch die letzte Rose dieses heißen Sommers. And soon is Halloween, and here is our pumpkin with other vegetables in the back. Unbelievable. Sogar Birnen gibt es hier neben dem Gemüse. Und jetzt besuchen wir das Château Brisseux à Seul-le-Rideau. Oui, oui. Zu Fuß natürlich. Und hier eine Hochzeit im Schlossgarten. Extra für uns arrangiert. Look at the beautiful flowers. Sehen aus wie Krokusse. Hier our tour guide. Hannelore und Irmgard, 2 Irmgard, Frau Klingemann, alle da. Here gets the bride instructions how to sit and stand. As well, authentic furniture, all of it. The name of Azay-le-Rideau comes from the first lord of Rideau. Rideau comes from Ridelius, and Azay is a very common name in this area for other villages as well. There are many others. In England and France, the family Ridelius was allied to England against the French king. The French king decided to burn the... This is the salamander surrounded by fire. Stone. This is stone. The other one was a mold. The only one. All the other fireplaces are real ones. Yeah, it's just a... This is one of the most beautiful secretaires made in Spain in the 16th century. Der schöne Schwan im Schloss Graben. Das er Mr. Sing. Mistress Henry Protector. Und hier ist das Bett dieser Mistress. For her mistressing. Na, endlich sieht man den Hals von dem schönen Schwan. This is another example of those beautiful beds in the castle. Very, very good. And it's a fir tree wood. Fir tree wood. With ivory inlay. Fir tree, Birne, hair. This is 16th century wood carving. Here the crown and the coat of arms. Rideau, Château, mit dem schönen Wassergraben. Finger drauf tun, auf den Blitzknopf. Und Finger Blitzknopf. Hier auf den Ohren. Jetzt der Schwan ganz nah. Ist der nicht wunderschön? Eine schöne Hecke von Vogelbeeren und noch eine.
of the St. Martin Basilica. You can see the statue of St. Martin on top of the cupola. This is the old bridge again over the Loire. In Tours. Auch mal nehmen. Den kriegen wir sonst so selten, ne? Da sitzen die ganzen Grazien. Mann, ganz dicht an der Quelle. Oh. Ja. Hier ist der Kellermeister. Christian verteilt die Gläser. Wer hat denn da geblitzt? 700 years old. And after the invitation of your coach driver, I can serve you several sort of wine. And in Norway, in this area, we produce mostly white wine. Dann ist das Leben ein Scherz. Meide den Kummer und meide den Schmerz. Dann ist das Leben ein Scherz. Noch einmal, weil es so schön war, sprach das kleine Mädchen. Okay. Prost, Kameraden. Prost, Prost, Kameraden. Wir wollen noch einen heben. Prost, Prost, Prost. Zur linken Brust, zur rechten Brust, zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. Heben. Prost, Prost, Prost. Und in diesem Sinne, bring in die Rinne, damit diese edle Jauche Wellen schlagen in unserem Bauche. Prost, Prost. Trinken noch, wie geht es noch? Trinken noch ein Flascherl Wein. Halleluja, es muss ja nicht der letzte sein. Halleluja, jetzt trinken wir noch ein Flascherl Wein. Halleluja, es muss ja nicht der letzte sein. Halleluja, Heidewitzka, der Kapitän, der Wünsche fahren zu sehen. Man kann so schön im Dunkeln schunkeln, wenn über uns die Sterne funkeln. Heidewitzka, der Kapitän, mit den Wünsche fahren zu sehen. Es war einmal ein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr. Ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Wo Liebe nach kein Ende mehr. Okay, so jetzt ist noch einmal. Ganzes Jahr. Nach einer Weinprobe singen wir immer besser. Andauern muss und man trinkt diesen Sekt den ganzen Tag und manchmal die ganze Nacht, besonders bei uns in der Familienfest. Das ist ein alttrockener Sekt für ihre Familienfeste. An diesem schönen Sekte feiert man Familienfeste. The prices for the first you tried in 1992, right, is 20 francs. Bei der vor dem der kann der Champagne. Ja, der war mir zu den Und jetzt nach der Weinprobe. Noch stehen wir ja, ne? Moment, aber gerade. Noch stehen wir. Und hier eine kurze PP, persönliche Pause, ne? Was reinkommt, muss auch rauskommen. Mit Kopmann reisen. We are now in the center of France. So, French farm, here. Vallée de Cher, das Tal der Cher. Wir fuhren jetzt an Clermont-Ferrand vorbei, bekannt durch seine Rennstrecke für Formel 1 Wagen. Sehen hier schon herbstliche Belaubung.
Heute gibt es schönen Milchreis. Vanillemilchreis. Vanille, erzähl mal was drüber. Das Film, dass man da, falls du nichts mehr hat, kriegst davon. Ne? Ja. Einige sind ja skeptisch, aber ich glaube, sie werden noch Nachschlag verlangen, weil das nicht so gut schmeckt. Der kostet aber extra, ne? Der Nachschlag kostet dann, ja, da müssen wir darüber verhandeln. Ne? Was kostet extra? Der Nachschlag. Wenn das so gut ist, ne? Ach so, Schöner Milch. Ja, Vanille, wir dann nach. So. Vanille-Milchreis. Bitte? Nicht? Vanille-Milchreis mit rote Grütze. Ja, das schaut gut aus. Gibt das, ja, ist doch schön. Wie schmeckt. Mal was anderes. Der Dieter ist da ja Experte drin, ne? Ja. Gerne gegessen. Wie er das macht, also ich muss ja sagen... Mit Liebe serviert. Mit Liebe serviert. Nochmal so gut. Bon Appetit. Bon Appetit. Na, wir werden es mal alles versuchen. Bezahlen bei mir. Darf ich mal fragen, wie es schmeckt? Sehr gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Ist 3 Mark wert, ne? Ja. Mehr. Mehr sogar. Okay, 4 Mark nehmen wir das. Ewald has rice with beer. That's a good combination. Hier werden wir dann für, ich schätze mal, eine Stunde die Autobahn verlassen und fahren so quer durch die Landschaft. Eine in der Karte landschaftlich schöne Straße. Also Zentralmassiv. Hier ist Burgtal, genau. haben wir hier unseren Abstieg ins Rhonetal hinunter. Unten sehen Sie schon den Fluss, die Rhone. Ort Grenoble, auch auf. Grenoble im Rhonetal. Und der Rhonefluss. Isn't that beautiful? 2 Dornen unter den Rosen. Es sind ja gar keine Rosen. Wir sind jetzt in Orange. Hier der alte römische Triumphbogen. Jetzt mitten in der Stadt. Ja, Morning Exercises. Wir sind jetzt im Teatro Antique. Hier die Statue des Kaisers Augustus. Eine der schönst erhaltenen Theater aus der römischen Zeit. Mit der gebogenen Bühne 100 Fuß hoch. 10.000 Sitzplätzen. Hier steht man und bewundert dieses antike Theater. Und hier noch einige Säulen, die erhalten blieben. Antique Orange. Und hier im tiefen Gespräch der Fritz und Reinhard Boy. Hier ein Teil der Tribünen. Man hat heute 10.000 Plätze. Früher Holz. Von außen eine Teilansicht dieses monströsen Theaters. Es muss mal wunderschön gewesen sein. Mit dieser Statue vor den schönen Bäumen. Hier wird die Karte studiert von unserer Route. Der Egon schreibt alles genau auf. Und der Dieter ist ja auch mal da, hat sich heute so hübsch gemacht. Wir sind jetzt in Avignon. Die berühmte Brücke sur le pont d'Avignon. Aber nur noch zum Teil erhalten. Ist immer noch von dieser mittelalterlichen Mauer umgeben. This is the watchtower, or one of the watchtowers of the wall in the city. And here fittingly near the Sur le Palion, the children of France. Er griff den Stein und hob ihn mit Leichtigkeit auf seine Schultern. Er trug ihn bis zum Ufer der Rhone, wo er ihn niederlegte. Dieser Stein, sagt er, soll der erste Stein für den Bau der Brücke sein. Die Begeisterung. Hier gegenüber, wir filmen jetzt
von der Burg über die Rhone in dieses schöne Land. Mit der Brücke in den Hintergrund, in der Rhone. Und unser vor der Windmühle. Was hat denn die Dame in der Hand? Ach, die wäscht Wäsche. Guck mal. Eine Picasso-Ausstellung hier im Palast der Gegenpäpste, Avignon. Eine kleine Theatervorstellung auf den Stufen des Papstpalastes. Hier diese grandiose Burg. Statue von Maria auf dem Gipfel dieses Turmes umgewandelt in eine Kirche. Sieht aus wie ein italienisches Maskenspiel. Der Palast von Ponte Maximus. Einmalig schönes Tor mit den Reliefs hier am Marktplatz vor